Hallo ihr Lieben! Heute zeige ich euch die neue Heißluftfritteuse von Cosori. Es folgt gleich eine kurze Produktvorstellung und danach habe ich 3 leckere Rezepte für euch vorbereitet. Zur Turbo Blaze von Cosori gibt es einen wichtigen Sicherheitshinweis, den ich euch jetzt mal kurz zeigen möchte. Der klebt normalerweise da oben als Folie drauf. Und der wichtigste ist wohl, dass man die Maschine nicht mit Wasser oder Öl befüllen darf. Manche machen das für die Reinigung, das braucht ihr nicht machen. Das lässt sich so leicht reinigen. Und beim Umkippen, also rausholen der Lebensmittel, kann die Röstplatte mit runterfallen. Bitte darauf aufpassen und am besten Backhandschuhe anziehen. Dann habt ihr in der Verpackung noch dieses Rezeptbuch, was auch gleichzeitig die Bedienungsanleitung ist dabei. Da wird alles genau erklärt in verschiedenen Sprachen, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und dann natürlich noch ein Handbuch, auch natürlich in allen Sprachen. So, ich habe noch einen Zusatz bestellt und zwar ist das ein Extra-Artikel. Das Zubehörset passt in jede der Cosori Heißluftfritteusen. Und da seht ihr auch schon, welche Sachen dabei sind auf dem Karton. Oder ich zeige sie euch einfach mal kurz. Es gibt ein Spießgestell mit 5 Metallspießen. Sehr praktisch. Damit könnt ihr alles Mögliche machen, also Schaschlik mit Gemüse oder mit Fleisch natürlich, wie ihr mögt. Dann gibt es diesen Metallhalter, den könnt ihr als Erhöhung verwenden und zum Beispiel unten Pommes reintun und oben dann Frikadellen oder sonstiges. Dieses schöne Stück ist eine Kuchenform, ihr könnt sie aber auch als Brotbackform verwenden. Dann gibt es noch eine praktische Silikonmatte, eine Eierbissform, mit praktischem Deckel, zum Beispiel zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Und dann die Pizzapfanne. Damit habe ich zum Beispiel Rührei gemacht, aber da kommen wir gleich dazu. Ich finde es klasse, dass der Behälter eine Entriegelungstaste hat. So kann man den Korb nur herausziehen, wenn man zuvor auf diesen Button gedrückt hat. Die Röstplatte hat hier praktische Silikonfüße und lässt sich genau wie der Korb sehr leicht reinigen. Einfach mit heißem Wasser, ein bisschen Spüli und einem nicht scheuernden Schwamm. Ich zeige euch mal kurz, dass hier das ganze Zubehör sehr einfach einzulegen ist. Denkt aber dran, wenn es noch heiß ist, unbedingt Ofenhandschuhe zur Sicherheit zu tragen. Die Produktmaße und alle weitere Informationen habe ich euch unten in die Produktbeschreibung geschrieben. Da findet ihr auch alle Zutaten zu den Rezepten und ich verlinke euch auch die Heißluftfritteuse. Die Heißluftfritteuse sollte auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche gestellt werden. Am besten lasst ihr rundherum 10–15 cm Platz frei, denn ich zeige euch das, der Dampf kommt zwar von hinten und nur von hier raus, nach oben hin, das finde ich richtig toll gemacht, aber man sollte trotzdem aufpassen, das Gerät wird natürlich heiß. Hier nochmal der Sicherheitshinweis. Sie lässt sich einfach per Touchscreen bedienen. Der Temperaturbereich liegt zwischen 30 und 230 Grad und die Betriebsdauer zwischen 1 Minute bis zu 24 Stunden. Alles super einfach einzustellen. Den anti-haftbeschichteten Korb sowie die Röstplatte kann man sogar in der Spülmaschine waschen. Hier ist der Start- und Pause-Knopf
Und dann gibt es noch 4 voreingestellte Turbo-Modes: Heißluftfritteuse, Rösten, Grillen und gefrorenes Auftauen. Die Maschine hat weitere 6 tolle Funktionen mit vorgegebenen Zeiten und Temperaturen: Vorheizen, Erwärmen, Trocknen, Backen, Garen und Warmhalten. Alles Voreingestellte könnt ihr einfach abändern und anpassen. Dank des neu entwickelten Gleichstrommotors gart die Turbo Blaze 46% schneller als andere Heißluftfritteusen. Somit verbraucht sie im Durchschnitt bis zu 40% weniger Energie. Jetzt ein kurzer Vergleich mit dem Vorgängermodell. Mein Video dazu verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne rein. Optisch kann ich nur sagen, die neue Version ist natürlich viel eleganter und moderner, aber es passt in beide dasselbe rein. Aber durch diese Gleichstromgeschichte ist es wirklich knuspriger und innen zarter mit der neuen Version. Wobei ich mit der alten Maschine auch sehr zufrieden war, muss ich sagen. Diese lässt sich auch super einfach reinigen, so wie die neue auch. Ihr seht auch, dass der Innenkorb gleich aussieht, mehr oder weniger. Jetzt kommen wir schon zu meinem ersten Rezept, einem Omelett. Dafür brauchen wir 2 Eier, Rapsöl aus dem Sprüher, eine Handvoll Mini-Tomaten, eine Handvoll grüne Paprika klein geschnitten, ein halber Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel geriebene Muskatnuss, ein halber Teelöffel Pfeffer und ein Esslöffel Pastırma, das ist türkischer Rinderschinken. Jetzt mische ich einfach alles schön zusammen und gebe es dann in die eingesprühte Pizzapfanne. Wenn euch mein Video gefällt, freue ich mich über euer kostenloses Abonnement. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, aktiviert auch gerne die Glocke. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp, wenn ihr das Zubehörset nicht extra kaufen wollt. Ihr könnt nämlich hier in der Heißluftfritteuse dieselben Utensilien verwenden wie in einem normalen Backofen. Also, wenn ihr zum Beispiel eine kleine Kuchenform habt mit 20 cm Durchmesser oder 18, haben ja viele, oder ihr habt andere Silikon-Backformen, die könnt ihr hier auch verwenden. Ich verteile jetzt noch ein bisschen den Inhalt in der Eiermasse und gebe dann meine Pfanne schon in die Heißluftfritteuse. Damit es gleichmäßig gar wird, verwende ich die Röstplatte. Und dann schalte ich die Maschine auch schon an. Voreingestellt auf Heißluft auf 195 Grad, verkürzt auf 4 Minuten. Und Start drücken. Und nun hole ich es vorsichtig mit einem Ofenhandschuh raus und zeige euch das mal. Es dampft noch. Dank der eingesprühten Pfanne lässt sich das Omelett sehr einfach lösen und rausnehmen. Das Omelett schneide ich jetzt natürlich für euch an, damit ihr auch sehen könnt, dass es gleichmäßig gar geworden ist. Und das Ganze hat nur 4 Minuten gebraucht. Wir haben gleich noch ein zweites Omelett gemacht. Das nächste Rezept sind Fleischbällchen aus dem Rezeptbuch von Seite 94, von mir nur leicht abgewandelt.
Meine Zutaten sind 400 Gramm Rinderhackfleisch, eine Handvoll Petersilie, 4 Esslöffel geriebener Parmesan, 4 Esslöffel Paniermehl, ein Ei, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel gemahlener Kümmel, 1 Teelöffel süße Paprikapulver, ein halber Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Milch, 1 Esslöffel Tomatenmark, eine klein gehackte Zwiebel. Jetzt gebe ich alles bis auf Fleisch, Parmesan, Petersilie und die Zwiebel in die Schüssel und vermische es. Für weitere leckere Rezepte und Produktvorstellungen schaut doch gerne in meiner Playlist vorbei. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Mir fällt gerade noch ein wichtiger Hinweis ein, und zwar wenn die Maschine 30 Minuten inaktiv war, schaltet sie sich automatisch ab. Nun folgt die Hälfte vom Parmesan, Petersilie, Zwiebel und das Rinderhackfleisch. Das verknete ich alles gut und stelle es abgedeckt für eine Stunde in den Kühlschrank und lasse es ruhen. Danach forme ich aus der Masse in etwa 15 gleich große Bällchen. Alles muss in etwa gleich groß sein, damit es gleichzeitig fertig wird. In der Zwischenzeit schalte ich die Maschine an und heize schon mal bei 200 Grad für 4 Minuten vor. Danach platziere ich alle Fleischbällchen in der Cosori auf der Röstplatte. Und nun schalte ich die Maschine auf Heißluft frittieren für 10 Minuten bei 200 Grad. Die Fleischbällchen sind wunderbar geworden. Innen saftig und außen kross. Ich zeige euch das gleich einmal und das Ganze ohne zusätzliches Öl. Und jetzt zum nächsten Rezept, den Kartoffelecken. Die werden übrigens genauso kross und lecker. 3 große Kartoffeln, die habe ich gewaschen, geschält und in etwa gleich große mundgerechte Stücke geschnitten. Zwei Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel süße Paprikapulver, 1 Teelöffel Thymian, 1 halber Teelöffel Pfeffer, 1 halber Teelöffel Salz und 1 halber Teelöffel geriebene Muskatnuss. Das mische ich jetzt alles mit dem Öl zusammen. Die Kartoffeln waren übrigens in etwa 450 Gramm bei mir. Die Marinade schütte ich jetzt über die Kartoffeln und vermische diese. Die Heißluftfritteuse habe ich nicht ausgewaschen, da seht ihr jetzt nämlich noch das Fett von den Hackfleischbällchen.
Das macht nämlich gar nichts, denn die Kartoffeln kommen jetzt auf die Röstplatte und das Öl bleibt ja unten. Somit schmecken die Kartoffelecken auch gar nicht nach Hackbällchen. Die Heißluftfritteuse stelle ich nun auf 200 Grad für 13 Minuten. Ihr könnt dieses Heißluftfrittieren bis zum gewünschten Bräunungsgrad der Kartoffeln. Außen schön knusprig und innen schön zart. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abonnement. Bis zum nächsten Video.